Back mit Element Fischen, Freunde. Heute Nacht kam ein neues Update, neue Monster, ein paar Balance Patches und so dies und das. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Let's see. Das erste große Update bei Element Fischen und die ersten neuen Monster. Die ersten neuen Elements, der Ripper. Ich muss ja schon sagen, sie hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, ja, mit den Update-Notizen. Weder Englisch dabei, aber weder Deutsch noch Französisch noch Portugiesisch noch Spanisch. Also da, wo die die Spielerbase ist, ja, nur hier Englisch, Chinesisch und weiß nicht, ob das Hongkong-Chinesisch oder na, Koreanisch, keine Ahnung. Also das ist schon ein bisschen mau hier, ne? Also das geht nicht, das geht nicht. Aber egal, schauen wir uns das mal an. Also gleich schauen wir uns natürlich hier die neuen Elements an. Gehen wir gerade mal rüber über die Balance-Patches, was es da so gab. Ganz schnell, also hier der Mönch bekommt ein Rework. Und zwar Feuer- und Wassermönch. Ja, wurde überarbeitet ein bisschen. Wir gehen heute gar nicht näher drauf ein, weil wir wollen uns natürlich die neuen Elements anschauen. Da gehen wir gleich hin. Ganz wichtig aber hier im Update, die Nerfs. Die ersten Nerfs, der Lightbarrier, der war ja auch zu krass. Ja, also war eigentlich predicted hier, dass der einen ersten Nerf bekommt. Und seine kritische Rate, die ansteigt, wurde jetzt von 50% auf 30% reduziert. 20% weniger Crit Rate. Also wenn er einen Feind angreift, dessen Lebenspoint, also LP, niedriger sind als die eigenen, dann steigt die kritische Rate. Früher war es um 50%, jetzt um 30%. Weiß ich nicht, ob das reicht. Ich meine 30%, okay. Muss man mal schauen. Aber ich denke mal, er wird immer noch sehr, sehr stark sein. Dann hier der Kürbis Dark Kürbis. Der wurde auch genervt. Und zwar 5% nochmal wurden die LP nochmal zurückgeschraubt, was er quasi zurückgewinnt mit seinem Skill. Und die Gyroleons. Also echt schwierig mit denen immer hier. Also die zwei hier Light und Waldelement, die haben zwar hier was dazu bekommen, aber die wurden auch ganz schön genervt. Ja. Die Attack Bar, Absorption und LP, also Vampire Effekt, wurde reduziert um 10%. Und dass sie ihren Skill durchziehen konnten, auch bei Unsterblichkeit, das wurde jetzt auch gestrichen. Also die sind jetzt, das ist ein starker Nerf für die zwei. Das muss man schon sagen. Blockwerk, hier der Omacher. Was haben wir bei dem? Der Light hat auch ein Rework bekommen, okay. Den habe ich am Anfang gespielt im Boxclub und der ging wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und die bekommen jetzt noch mal zusätzlich mehr Damage. Der Damage steigt mit der Geschwindigkeit, also mit dem Base Speed.
Also nicht mit dem Base Speed basiert auf der eigenen Geschwindigkeit. Da bin ich mal gespannt. Weil der ist ja an sich, den Dark, den habe ich nicht gespielt, aber der Wald, der ist an sich schon wirklich sehr, sehr gut. Der kann so viel, der supportet, hat einen Ignore Death. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ja. Dann, okay. Schauen wir uns mal die neuen Helden an. Interessant ist, dass die neuen Elements 4-Stars sind. Ich dachte eigentlich, es kommen gleich Nat 5. Aber nein, wir bekommen Nat 4. Das finde ich spannend. Also zumindest haben wir hier mehr Chancen, an die neuen Units gleich ranzukommen. Ja? Das heißt, sie gehen jetzt nicht so auf die Cacher. Ja? Weil ihr wisst ja, kennt ja von Summoners War oder auch von anderen Spielen, egal. Wenn neue Units kommen, dann die Whales, die cashen erstmal, kaufen erstmal Packs ohne Ende, um an die neuen Units zu kommen. Und hier haben sie Nat 4 Elements gemacht. Finde ich gut. Ja? Schauen wir uns mal die Skills an vom Aufschlitzer und den neuen Units. Also alles Nat 4, ja. Alle Elemente Nat 4. Also, erstes Skill, greife den Feind zweimal an mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-70%. Ein Heal-Block für 2 Runden. Okay. Zweiter, markieren. Also, Burning. Greife den Feind dreimal an mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% nach Skill-Ups. Markieren für 2 Runden anzuwenden. Ja, aber 3 Attacks. Okay. So, was haben wir hier auf dem dritten? Entfernen Sie alle Debuffs von allen Verbündeten und stellen Sie 25%, 30% LP wieder her. Also ein Cleanser und Heiler. Und gewähren Sie dann eine Runde Negieren und eine Runde Unbeugsam. Unbeugsam, also das ist sowas wie Aushalten. Fiomas. Ja, Fiomas-Effekt. Auf dem Wasser. Okay, also Cleanser, Healer und gibt noch Buffs. Das ist ziemlich gut für eine 4-Star-Unit. Ziemlich viel auf nur einem Skill. Da haben wir hier noch markieren. Okay. Ja gut, aber unbeugsam. Okay, schön und gut. Aber ist halt nur eine, gewähren sie dann einen Stapel. Eine Runde ist halt nur eine Runde, ne? 3 Runden wären natürlich besser gewesen. Aber okay. Gehen wir mal weiter zum Feuer. Der Wasser ist ja hier auch nur als Supporter. Das habt ihr angegeben. Der Feuer ist ein Nuker und Supporter angegeben. Also auf dem ersten gleiches Skill wie Wasser mit dem Heal-Block. Auf dem zweiten greife den Feind an und erhöhe deine Aktionsleiste, also Attack-Leiste, um 50%. Der Schaden basiert auf deiner Geschwindigkeit. Nachdem du während deines Zugs andere Fähigkeiten eingesetzt hast, besteht eine 30%ige Chance, diese Fähigkeit automatisch auszulösen. Ja, also er bufft sich selber wieder Attack-Leiste, macht Damage aufgrund seines Speeds, seiner Geschwindigkeit. Und die kann sich dann automatisch auslösen, wenn er Voraussetzungen erfüllt. Aber nur 30%ige Chance. Da weiß ich jetzt nicht so bei dem Skill. Ein bisschen unschlüssig. Okay. Das ist eine passive. Zu Beginn eines Zuges gibt es eine 20%ige Chance, alle Debuffs zu entfernen. Ich mag das nicht, diese Chancen. Ja, immer, also 20% Chance, 30% Chance. Entweder richtig oder gar nicht. Ja. Das ist dann immer so eine RNG-Random-Sache. Ja, okay, alle Debuffs zu entfernen und diesem Zug 200% kritischen Schaden zu erhalten.
Okay, für jeden wahrscheinlich auf dem Feind. Die deutsche Übersetzung wieder mal Katastrophe. Ich hätte eigentlich Englisch, egal. Für jeden Debuff, den du hast, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 5%. Für jeden Debuff. Ist da jetzt auf den du hast, also auf sich selber wahrscheinlich, oder auf den Feind gemeint? Ich muss das nochmal echt, ich hätte nochmal Englisch lesen sollen. Darüber hinaus heilen deine Angriffe den Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Verhältnis um 30% des verursachten Schadens. Also 200%, er ist ja ein Newcomer, das ist wahrscheinlich auch ein Boss gemeint. 200% kritischer Schaden, 20%ige Chance, alle Debuffs zu entfernen. Hört sich für mich ehrlich gesagt nicht so doll an. Ja, weiß nicht. Weiter. Wald. Core Unit. Erster auch gleich. Hier Block. Auf dem zweiten haben wir hier Markieren wie beim Wasser. Also Wasser und Wald sind auf den ersten beiden identisch. Und dann haben wir hier auch eine passive. Grabräuber. Tarnung. Okay. Der Schaden erhöht sich basierend auf den fehlenden LP des Ziels und den zerstörten maximalen LP. Wenn Sie einen Feind besiegen, erhalten Sie Tarnung für 2 Runden. Also man kann nicht quasi angefokust werden, nicht attackiert werden. Stellen 30% der aktuellen Angriffskraft des Zieles und verhindern, dass das Ziel wiederbelebt wird. Oh, das hört sich spannend an. Der Schaden, aber vom Damage Output, ja, das würde mich mal interessieren. Der Schaden erhöht sich basierend auf den fehlenden LP des Ziels und den zerstörten maximalen LP. Also je weniger, je mehr LP, also Lebenspoints, der Gegner verloren hat, umso höher ist der Damage. So interpretiere ich jetzt das mal. Ja. Und er tarnt sich halt selber und danach für 2 Runden. Ich glaube, der könnte gut werden. Da müssen wir mal schauen, was. Also wenn er wirklich so funktioniert, vom Damage her, könnte er natürlich was für den Box-Club sein. Ja. Aber muss man mal abwarten. Ja. Aber interessanter Skill, auf jeden Fall. Immer weiter zum Light. Light in Dark. Leute, ich habe 53 Light in Dark aufgemacht. Ich habe 4 Sterne-Elements bei 53 geöffneten. Ja. Schon traurig, ne? Schon traurig. Okay, also eine Unit, die ich wahrscheinlich nicht so schnell bekommen werde. Vielleicht ja auf meinem Twink-Account, den ich mir gemacht habe. Also erster Skill, auch hier ein Heal-Block wie alle anderen. Auf dem zweiten greife den Feind an und erhöhe deine Aktionsleistung um 50%. Schaden basiert auf deiner Geschwindigkeit. Also wieder Feuer, Light und Feuer haben den gleichen zweiten Skill. Oh, da kommt jetzt einiges. Alles Zerstörer 3000. Also bin ich gespannt. Werfen Sie zufällige Gegenstände, die Sie in Ihrem Hut finden, um einen Feind 4-mal anzugreifen. Messer, Deathbreak. Hammer, also Stun. 2 Runden Deathbreak, 1 Runde Stun. Flasche werfen wir. Ja, also Gift. Für 2 Runden. Poison für 2 Runden. Granate verursacht Schaden, der die Verteidigung ignoriert. Je höher der entsprechende Wert ist, desto höher ist die Chance, diesen Gegenstand zu finden. Also, das hört sich mir sehr nach
RNG-Machine an. Wie die Summons War Würfelmagier. Ja. Würfelmagier. Aber attackt 4-mal. Und wenn du Glück hast, kriegst du den Poison natürlich. Und die Granate hier. Ja. Interessante Random Nuker Machine, würde ich sagen. Ja. Also ist ein Spielzeug, ne? Absolutes Toy hier. Dark geht weiter. Der Dark auf Schlitzer. Auf dem ersten auch wieder Healblock, wie anderen auch. Zweiter, greife den Feind 3-mal an, mit einer Wahrscheinlichkeit. Auch hier wieder auf dem Burning. Also brennen, also markieren. Ja. Wie auch bei anderen. Bei ihm hier, glaube ich. Bei Wasser. Wald. Genau. Wie bei Wasser und Wald. So, hier haben wir eine passive auf dem dritten. Bei Tod mit 15% Gesundheit wiederbeleben und mit Ernten kontern. Ernten, was heißt jetzt ernten? Aber erst wenn er 6 Sterne ist, oder? Ich glaube, ich muss echt auf Englisch umschalten demnächst. Das ist ein Graus, die Übersetzung. Ein Graus. Ja, warum kriegen die das nicht auf die Kette, da mal einen Übersetzer zu engagieren für ein paar Euro die Stunde, der gerade die Übersetzung hier durchhaut? Verstehe ich nicht. Ja. Sollten doch mittlerweile schon genug Kohle verdient haben in den ersten 3 Wochen. Ja. Okay, also bei Tod mit 15% Gesundheit wiederbeleben und mit Ernten kontern. Wenn du wiederbelebt wirst, erhöhe die Attackleiste aller Verbündeten um 15% und erhöhe die Angriffskraft um 50% und den Lebensraub, also Vampire-Effekt, um 10%. Maximal 3-mal stapelbar, also 3-mal stapelbar. Okay, also wenn es stapelt, okay. Und der scheinbar Abklingzeit 5 Runden, aber auch. Das ist auch ganz schön Abklingzeit. Und 5 Runden Abklingzeit. Also er revived sich mit der passiven. Okay. Leute, wir gehen gerade mal auf Englisch. Das ist mir zu abstrus mit der deutschen Übersetzung. So, also das Ernten war ein Counter-Attack. Muss erst mal drauf kommen. Ja, also wird mit 15% wiederbelebt und gibt quasi Revenge-Attacke. Wenn du dich wiederbelebst, steigt die Attack-Bar von allen, aber das ist interessant, von allen Verbündeten um 15%. Und die Attack-Buff um 50%, aber nur auf sich selber. Oder ist das jetzt auf alle Verbündeten gemeint? Increase die Action Bar an allen Verbündeten um 15%. Und die Attack Buff um 50%. Okay. Und Vampire-Effekt um 10%. 3-mal stapelbar. Jetzt halt die Frage, wenn es für 3-mal stapelbar, das ist natürlich auch stark, ne? Wenn es jetzt alles, also der Vampire-Effekt und Attack Buff für alle Verbündeten mit ist, dann ist das richtig stark. Wenn es aber nur für die quasi nur der Attack Bar Buff für die Verbündeten gilt und das nur auf sich selber, dann ist er wieder so, ja. Gut. Also, ich finde den Baum finde ich sehr interessant. Dark müssen wir mal abwarten. Light ist mehr ein Toy. Ja.
Den finde ich nice, muss ich sagen. Den finde ich interessant. Gut, Leiden Dark muss er auch erstmal bekommen. Ja. Ist wie mit dem Lightbear. Die meisten wollen den Lightbear. Ja, muss er erstmal bekommen. Ja. Ja, aber Dark müssen wir abwarten. Werden wir dann an der Tierlist sehen, wenn wir ihn in der, ja, auf den Playlisten spielen sehen, beziehungsweise auf in der Arena dann. Arena Action, ja. Feuer finde ich jetzt irgendwie nicht so. Ja, muss man auch mal abwarten hier. Ja. Gut, das ist mein Favorit. Und der Light, das macht bestimmt richtig Bock, mit dem zu spielen, wenn du den hast. Ja, das wird eine richtige Fun-Unit. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, das wäre auch ein guter Pull. Ja. Der Aufschlitzer. Ja, Freunde, ich bin gerade dran am Todeslabor. Ich habe zwar alles schon, nee, Quatsch, geschafft, aber die Zeit und stabiles Team. Ich schaue erstmal, dass ein bisschen so Free-to-Play-freundlich ist, das Team. Ja, und ja, dass ich dann mal da einen Guide mache für das Todeslabor. Ja, Freunde, wir streamen momentan zweimal die Woche Element Fischen. Donnerstags immer ab, auf dem Discord könnt ihr es auch sehen, ab 17, 18 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr. Jetzt immer Element Fischen Stream auf Twitch. Ja, also den Link findet ihr natürlich unterm Video und da freue ich mich auf euch. Dann können wir da ein bisschen quatschen und gerne auch uns hier austauschen. Taktiken, Strategien. Ja, würde ich mich freuen. Dann noch was in eigener Sache. Der Publisher von Element Fischen ist der einzige Publisher, mit dem ich bisher Probleme habe, denn die supporten generell eine YouTuber oder Streamer, ich glaube unter 6.000, 7.000 Abonnenten. Ja, also ich bekomme absolut keinerlei Support in diesem Spiel an Ingame-Währung noch sonstigem. Habe ich noch nie gehabt, sowas. Ja, normalerweise sind alle Publisher, die mit neuen Spielen auf den Markt kommen, stark daran interessiert, genügend Content Creator zu haben und arbeiten gerne mit den YouTubern zusammen. Aber bei denen hier, die haben eine ziemlich merkwürdige ja, Strategie. Ja, weiß ich nicht. Deswegen freue ich mich natürlich über jede Menge Unterstützung. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Gerne natürlich auch bei Twitch. Ja, Spenden-Button, wenn ihr möchtet, unterm Link, dass ich das Spiel hier natürlich lange supporten kann. Denn ihr wisst, wenn nichts reinkommt, man muss alles selber kaufen an Packs, dann wird es natürlich schwerer, wenn man keinerlei Support in einem hat. So, ich wollte heute mal das Video kurz halten. Ja, also neue Monster, neue Elements. Mal schauen, vielleicht ein bisschen sparen auf den neuen. Gleich einen neuen zu bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit. Aber es sind 4-Star-Units. Deswegen Feuer, Wasser und Baumelement sollte man, ich sag mal nicht easy, aber relativ gut bekommen können. Ja? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Keep on grinding. Hello.